Die beiden standen sich mit RPGs auf der Dorfhauptstraße gegenüber, nur ca. 30 Meter voneinander entfernt. Dann haben beide fast zeitgleich geschossen. Das war wie bei einem Duell in einem Wildwestfilm, nur mit Panzerfäusten. Wir sind heute in meinem zweiten Einsatz, das heißt Anfang 2010, und ähnlich wie bei meinem ersten Einsatz, mein erster scharfer Einsatz 2008, 2009, musste man auch hier nicht lange warten, bis es dann losging, bis der erste Feuerkampf kam. Der erste Einsatz, der war ja nicht so wild, da war noch nicht so viel geboten, also mit Feuerkämpfen, Anschlägen und so weiter, wie beim zweiten. Aber jetzt eben der zweite Einsatz 2010, da war wöchentlich irgendwas. Also erster Einsatz, Raketenangriffe, wie ich schon in einem meiner vorherigen Videos gesagt habe, natürlich auch regelmäßig auf das PRT in Kunduz, aber ansonsten war draußen jetzt nicht so, dass da wöchentlich Feuerkämpfe oder Anschläge stattfanden. Wie gesagt, jetzt zweiter Einsatz da schon. Wir sind jetzt aktuell im Januar 2010. Im Januar 2010 begann ja unser zweiter, also mein zweiter Einsatz. Wir sind natürlich erstmal nach Kunduz verlegt und haben das Ganze begonnen mit Raumaufklärung, Waffen einschießen auf der Schießbahn und so weiter und so fort. Aber hat nicht lange gedauert. Dann gingen natürlich die Aufträge los. Auch dann eben zeitnah, da waren wir beteiligt an einer großen Operation. Und zwar eine Operation, die über mehrere Tage ging im Raum Kunduz. Wir waren da vom 23. bis zum 28.01. gebunden. Das Ganze ging für uns los, dass wir erstmal auf die sogenannte Westplatte verlegen sollten und dort eben dann den Raum beziehen. Auftrag war eben, den Raum zu sichern, den Raum Kunduz von dort oben zu überwachen. Das haben wir dann auch getan, natürlich, und zwar über mehrere Tage. Wie gesagt, Beginn war der 23. dann bis zum 27.01. So, das ist jetzt unsere, würde ich sagen, FOB, oder? Ja, auf jeden Fall stehen wir für 3 Tage. Hier unsere kleine, aber feine Stellung. Da hatten wir dann den Auftrag, diese Sicherung zu verlassen und Richtung einer Ortschaft zu fahren. Ja, und zwar war das die Ortschaft oder ist die Ortschaft mit dem Namen Gerdan. Und zwar erreichen am 28.01. Da ging es dann in der Nacht vom 27. auf 28.01. Für uns los. Ja, und zwar wirklich mitten in der Nacht. Wir sind da bei Dunkelheit eben nach Gerdan gefahren, beziehungsweise Richtung Gerdan, und mussten da dann absitzen. Und zwar nicht direkt in Gerdan, sondern einige 100 Meter beziehungsweise vielleicht sogar Kilometer, 1-2 Kilometer davor. Da haben dann die Fahrzeuge Stellung bezogen, Rundumsicherung aufgebaut. Und wir sind dann eben mit 2 Zügen, also unser Zug und noch ein Zug, dann Richtung Gerdan und haben da ca. 300 Meter von dieser Ortschaft entfernt unsere Stellungen bezogen. Und zwar, weil unser Auftrag war, bis zum nächsten Morgen die Ortschaft zu überwachen. Ja. Also 4 Uhr nachts sind wir dort angekommen und es war richtig kalt. Es war richtig kalt und der Wind, ich kann mich noch genau erinnern, der war so richtig heftig, was natürlich das Ganze nicht besser gemacht hat. Wir hatten ja gar nichts dabei im Großen und Ganzen, außer natürlich unsere Kampfmittelwesten und so weiter und dann unseren Regenponcho. Und dann waren sie da alle gesessen hier im Regenponcho bei Nacht mit dem Nachtsichtgerät da runter geguckt, ob sich irgendwas bewegt. Und dann hieß es einfach warten und warten. Ja, auf was? Wir sollten eben hier einfließen, um quasi unbemerkt da Stellung zu beziehen, dass wir eben übernachten, ob Bewegung im Raum ist, weil es ging im Grunde darum, dass am nächsten Tag beziehungsweise dann am Morgen, einige Stunden später, ein Team in die Ortschaft ging, um dort sogenannte Gesprächsaufklärung zu betreiben. Gesprächsaufklärung, das bedeutet einfach,
dass ja, gewisse Teams, Spezialisten da reingehen und dann eben ja, mit den Dorfältesten reden, ja, was man benötigt, ob ja, Feind irgendwo gesichtet wurde, wie denn überhaupt die Lage ist. Das ist jetzt einfach mal kurz, knapp, grob umrissen, sage ich mal. Die kamen dann auch und zwar waren das Belgier. Ja, die sind dann auch mit ihren Fahrzeugen vorgefahren. Marder, also Schützenpanzer Marder, die wir im zweiten Einsatz anders als im ersten Einsatz auch immer mit dabei hatten, haben dann auch eben Stellung bezogen. Ja, und das auch natürlich vor der Ortschaft, sind dann abgesessen und sind dann auch mit der ANA, also mit der afghanischen Armee, dann in die Ortschaft rein. Die Lage war nicht ganz klar, ob da was kommen wird oder nicht, aber vermutlich wusste der ein oder andere schon ein bisschen mehr, denn ja, man hat eben uns 2 Züge als Sicherungselement ja, mitgenommen sozusagen und noch verstärkt durch die ANA. Also war schon einiges aufgefahren. Dennoch sind die Jungs da reingegangen, um eben ja, ihren Auftrag zu erfüllen, die Gesprächsaufklärung durchzuführen. Aber so weit kam es gar nicht, denn es ging schon eher los. Also sind die Belgier jetzt Richtung Gerdan auf der Hauptstraße, auf der Dorfhauptstraße gelaufen und ja, irgendwann hat man einfach nur den Anfang gehört und zwar der typische AK-Sound, also Kalaschnikow. Tuk, tuk, tuk. Und wir haben die Mündungsblitze auch von unserer Stellung natürlich aus gesehen, war nicht weit weg. Und zwar kam das hier von einem der ersten Häuser, und zwar von oben, vom Hausdach. Und ja, es ist so richtig, dieses Mündungsfeuer von der Kaschi, von der Kalaschnikow. Ja, und da ging der Beschuss los. Ja, Beschuss, da wurde auch nicht lang gewartet. Und zwar nicht von unseren Teilen, wir waren zu weit weg, sondern die Teile eben, die vorne mit waren, die Marder und natürlich die Dingos, die ja diese Gesprächsaufklärung quasi an Bord hatten. Und dann hat man es auch gleich gehört, wie gleich das Kaliber 50 losgelegt hat. Und der Marder mit seiner 20 mm ist natürlich auch gleich eingestiegen. Und da gab es auch keine andere Möglichkeit. Es kam ja massivst Feuer aus dem Dorf. Also das mit der Kalaschnikow, das war einfach nur der Anfang. Und dann ging es so richtig los. Und ja, da musste man natürlich dagegenhalten. Das heißt, da wurde dieses Haus ja komplett zerschossen. Da wurde richtig gewirkt in das Haus, sage ich mal, dass dann am Ende von dem Haus wirklich nicht mehr so viel übrig war. Ja, also Feind hier wirklich niederhalten. Ja, es hat auch in gewisser Weise geklappt, aber ja, der ein oder andere konnte ja von denen auch ein bisschen was. Das heißt, die sind natürlich dann auch direkt ausgewichen. Den Feuerkampf haben auch in erster Linie erstmal die Waffen geführt, die 20 mm, die Kaliber 50, also 12,7, die ja auf weitere Distanz eben wirken können, bevor dann eben man die Infanterie reinschickt. Der Gegner ist dann eben ausgewichen. Ich weiß noch, Blickrichtung Giese, von uns aus gesehen auf die Ortschaft, die sind dann von uns aus gesehen nach links ausgewichen. Ja, und das Feuer wurde dann eben entsprechend verlagert, denn es kam immer wieder was entgegen, immer wieder was entgegen. Wir waren ja nur als Sicherung und hier haben geguckt. Ja, und auf einmal ist es bei uns auch eingehagelt. Also auch wenn es nicht gezieltes Feuer auf uns war, vermutlich, weil wir eben 200-300 Meter weit weg waren eben. Aber trotzdem kam bei uns das an, dann auch so, oh, Jungs, da kommt auch was, Köpfe runter. Damit hätten wir erstmal gar nicht so gerechnet, wobei es ja auch ziemlich doof ist. Ne? Damit ist immer zu rechnen, wenn aus der Richtung in die Richtung geschossen wird,
dass dann auch auf mehrere hundert Meter noch was ankommen kann. Ja, so ein Geschoss fliegt halt einfach mal, ja, sehr weit, nicht nur 100-200 Meter. Naja, auf jeden Fall wurde hier eben der Feuerkampf auf Distanz geführt und das ging auch einige Zeit so. Der Gegner hat nicht locker gelassen, die haben ziemlich standgehalten, bis dann irgendwann die Infanterie reingeschickt wurde. Nicht wir, nein, sondern das wurde den lokalen Kräften immer überlassen, und zwar war das der Auftrag der ANA bzw. ANP, also der afghanischen Armee, afghanischen Polizei. Die sind dann Richtung Ortschaft vorgerückt, um eben dann ja diese Ortschaft auch einzunehmen. Hat gar nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, es war eine richtig harte Nuss. Das heißt, die Infanterie ist vorgerückt, aber hat immer wieder Feuer bekommen. Der Gegner, der, wie man meinte, ausgewichen ist, der ist wieder zurück und die haben wieder die Stellungen, ihre Stellungen besetzt. Auch das Haus, das eigentlich schon richtig zerstört war. Deswegen die Entscheidung, da mit Mörser erstmal reinzuwirken. Das heißt, da wurde nochmal mit Mörser reingeschossen. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Einschlag. Das Ding hat 100% gesessen in dem Haus, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ja, und dann ging es natürlich noch immer weiter hin und her, bis dann die Infanterie endlich vorrücken konnte in die Ortschaft rein. Und da kam es eben zu diesem Duell, das ihr im Intro schon gesehen habt. Wirklich ein Duell wie mittags um 12 im Wildwest-Film. Das Ganze nicht mit Revolvern, sondern mit RPG. Der afghanische Soldat war auf der Hauptstraße mit seiner RPG und ihm gegenüber nur 20, 30 Meter entfernt kam dann auch der Gegner raus, auch mit einer RPG, und die haben quasi zeitgleich aufeinander geschossen. Ja. Diana ist dann weiter vorgerückt und es ging natürlich da hoch her in der Ortschaft, bis man dann eben verkündet hat, nach einigen Stunden, dass der Ort jetzt eingenommen wurde. Das war dann unser erster Feuerkampf quasi, den wir in unserem zweiten Einsatz erlebt haben. Da sollten noch viele weitere folgen. Wie ich ja schon in den vorherigen Videos gesagt habe, ich werde jetzt meine komplette Geschichte erzählen. Das war jetzt erstmal die letzte Folge, wo es nur um einen Feuerkampf geht. Den heftigsten Feuerkampf, den wir erlebt haben, den ich erlebt habe, den werde ich natürlich auch einzeln thematisieren. Da ging es wirklich vom Abend bzw. später Nachmittag bis nächster Tag Sonnenuntergang. Also wirklich über fast 24 Stunden ein kompletter Feuerkampf. Aber das wird auch ein einzelnes Video geben. Jetzt werde ich erstmal beginnen, und zwar zu erzählen, ja, wie ging es denn überhaupt für mich los? Meine Geschichte, wie kam ich zur Bundeswehr? Schon mal vorab, ich wurde ausgemustert. Ich hatte wirklich meinen Bescheid T5 ausgemustert, aber das werde ich dann erzählen, wie es überhaupt dann dazu kam, dass ich doch zur Bundeswehr kam. Irgendwie muss es ja geklappt haben. Und werde überhaupt alles erzählen. Wie kam ich zur Bundeswehr? Wo kam ich hin? Wie war das Ganze für mich? Was habe ich da alles erlebt? Und dann, wie ging es in die Einsätze? Das jetzt aber alles nach und nach. Und wenn wir das Kapitel abgeschlossen haben, dann werde ich auch erzählen, wie ich danach in der privaten Sicherheit auf die Schiffe kam. Im Indischen Ozean, also an die Piraterie. Und dann als nächsten Themenkomplex natürlich, wie ich in den Irak kam. Aber so weit sind wir noch nicht. Deswegen sage ich ja wieder mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.